Heute bei Lately News: hat eine Werbeaktion von Burger King und Call of Duty in Kiel für Aufsehen gesorgt, bei dem ein Code für einen XP-Boost für das Spiel beim Kauf eines Burgers beilag. Der Code wurde dabei zwischen dem Salat und dem Fleischhack versteckt, was natürlich gelogen ist, denn in einem Burger von Burger King ist niemals Fleischhack drin, sondern nur ein Hufen- und Klauenhack. Außerdem brachte der Gutschein nicht nur einen XP-Boost im Spiel, sondern auch einen Cholesterin-Boost im Real Life. Noch mehr gleich bei den News. Hier ist Berlin mit der einzig wahren Nachrichtensendung dieser und der nächsten Welt. Das sind die Lately News, denn alles andere da draußen sind nur Fake News. Natürlich auch heute Abend wieder mit mir, Florian Strehlitz, bekannt durch meine Kommentare bei der Live-Übertragung von Bundesligaspielen bei DAZN oder Sky. Wobei es eigentlich nur meine einzige Aufgabe ist, sobald Didi Hamann oder auch Lothar Matthäus etwas sagen wollen, dies mit einer 15 Meter Anlauf Todesgrätsche zu verhindern. Außerdem, falls du glaubst, genauso cool zu sein wie ich, dann hau mit der Faust auf den Abo-Button und auf die Glocke, denn nur so haben wir die Chance, Eurosport News auch quotentechnisch weiter abzuhängen. Natürlich bin ich heute wieder nicht allein im Studio, sondern auch dieses Mal werde ich unterstützt von den einzigartigen Lately News Korrespondenten aus allen Ecken der Welt. Ob aus New York, Sydney, Bielefeld oder aus Mittelerde, wo diese Elster gehört haben will, dass genau hier Sauron oder Spock, bringen das immer mit Star Wars durcheinander, den einen Ring verloren haben soll und ihn nun diese Elster haben will. Diese Elstern. Dabei weiß doch jeder, dass man den viel einfacher am Eingang zur Mittelerde am Merchandising Shop bekommen kann. Außerdem präsentiert uns heute noch unser Senior 80er Jahre Korrespondent Johnny Outrun die neuesten Trends aus den 80ern. Oder aber er läuft nur gleichmäßig in Richtung der Sonne und ohne viel zu spoilern, die wird er aber wohl nicht vor 1990 erreichen können, als die Voodoo-Karten es ermöglichten, eine Sonne auch in 3D zu rendern. Und nicht wie hier, wo das eigentlich nur eine Burger-Unterseite ist, die da hinten an die Wand geklatscht wurde. Aber kommen wir zuvorst einmal zu den wichtigsten Nachrichten der Woche und fangen an mit Berlin. Schon als Jugendlicher habe ich mein Interesse für die Ornithologie entwickelt. Okay, anfangs dachte ich, das wäre etwas komplett anderes, aber als ich meinen ersten Buntspecht auf meine Ornithologen-Watchlist streichen konnte, war das fast besser als das tägliche Ornitholisieren als Jugendlicher im Bad zum Unterwäschekatalog der Tochter des Nachbarn. Sicherlich ist es nicht immer optimal verlaufen, wenn ich mich, um die seltene Grauamsel zu finden, an Spielplätzen im Gebüsch versteckt hatte. Was kann ich dafür, dass die Grauamsel das Kindergeschrei mag? Aber weniger das Geschrei der Eltern, wenn sie einen Typen im Busch entdecken beim Ornitholisieren. Genau dies ist nun einem 53-jährigen Ornithologen in Berlin-Kreuzberg passiert, der sich in einem Gebüsch mit einem Fotostativ versteckt hatte. Leider hielt eine Spaziergängerin das Stativ für eine Waffe und rief deswegen die Polizei, die aus dem Lachen dann nicht mehr herauskam, als sie den Ornithologen sahen. Die Frau wiederum wurde an Ort und Stelle erschossen wegen Dummheit. Währenddessen in Karlsruhe, wie weithin bekannt, halte ich die Straßenverkehrsordnung definitiv für nicht in Ordnung. So kann ich es auch nicht verstehen, dass ich angeblich nicht auf Parkplätzen parken darf, wo eine Strichfigur mit einem Kinderwagen aufgemalt ist. Und das, obwohl ich nachweislich auch mal als Baby in einem Kinderwagen durch die Gegend kutschiert wurde. Aber auch nur bis zu meinem 12. Lebensjahr. Oder warum darf ich nicht von der anderen Seite in eine Einbahnstraße fahren? Ja klar, eine Bahn darf da nicht rein. Liegen ja auch keine Schienen dafür, aber warum ich nicht? Aber ich finde es gut, dass der Bundesgerichtshof nun entschieden hat, dass man bei der Autofahrt nicht simultan einen Taschenrechner benutzen darf. Finde ich echt gut, denn so muss ich nun nicht mehr extra einen Taschenrechner mitnehmen, um meine täglich gesammelten Punkte in Flensburg zusammenzurechnen. Sondern darf das endlich, wie es sich gehört, neben dem SMS-Schreiben auf meinem Handy machen. Derweil in Rotterdam. Als jemand, der baskisches Tanztheater im Hauptfach und Höhlenmalerei und transsilvanische Kunstgeschichte im Nebenfach studiert hat, habe ich nach 36 Semestern
meinen Magister mir selbstverständlich selber malen können. Aber dieses Studium hat mich befähigt, heute Kunstwerke in 2 Kategorien einteilen zu können, nämlich in Kunst oder Müll. Michelangelos Sixtinische Kapelle, Kunst. Timis Bild zum Muttertag, Müll. Das Ecce Homo Fresko von Elias García Martínez in Spanien, neu interpretiert von einer Rentnerin, Kunst. Die Mona Lisa von Leonardo da Vinci im Louvre, Müll. Dann nur eine Kopie, gemalt von Konrad Kujau. Das Original hängt bekanntlich im Schlafzimmer vom Papst. Dass aber ein Kunstwerk die Insassen eines Zuges retten kann, dessen Bremsen versagten, war mir dann doch etwas Neues. Ist aber in Rotterdam passiert, wo die Skulptur eines Wals einen Zug aufgefangen hat. Leider hatten die Insassen nun das Pech, dass das jetzt als Kunstwerk gilt und sie deswegen den Zug nicht mehr verlassen dürfen, sondern darin leben müssen. Und noch zum Abschluss, das Fake News Medium der Woche ist dieses Mal eindeutig das Youngtimer Magazin. Es hat sich gezeigt, dass das Failing Youngtimer Magazin nur vollgestopft ist mit Fake News. Bevor ich ein gefeierter Nachrichten-Anchorman wurde, stand ich jahrelang vor einem Greenscreen, um das Wetter beim Sat.1 Frühstücksfernsehen anzusagen. Leider die ersten 5 Jahre lang in einem grünen Anzug, weswegen nur mein Kopf dann durchs Bild geisterte. Aber da das Sat.1 Frühstücksfernsehen nie einer anschaut, hat das eben auch keiner jahrelang mitbekommen. Immerhin trug ich dann die nächsten 12 Jahre einen blauen Anzug, bis wiederum jemand auffiel, dass der Greenscreen vor Jahren gegen einen Bluescreen ausgetauscht wurde. Um zudem ein paar Euro nebenbei zu verdienen, tingelte ich deswegen auch als Wetterfrosch durch diverse Altersheime, was mir dort den Spitznamen Youngtimer eingebracht hatte. Und als ich gerade mal wieder in einem Spandauer Altersheim das Wetter von 1955 ankündigte, weil das einfacher ist als das aktuelle Wetter, fiel mir eine Ausgabe des Youngtimer Magazins auf, das ich selbstverständlich per Enkeltrick als Dr. Enkel konfiszierte. Deshalb sei nicht gewarnt, Youngtimer Magazin, die dunkelgrüne Lately Fake News Karte an dich, dafür, dass ich auf mehreren Ausgaben auf dem Cover war. Leider wieder mit einem grünen Anzug vor einem Greenscreen fotografiert. Aber Cover ist Cover. Das waren die Lately News. Wir sehen uns wieder am Freitag. Und nicht vergessen, alles andere da draußen sind nur Fake News.